Allein innerhalb 48 Stunden büßte die britisch-nordamerikanische Luftwaffe durch die Schlagkraft unserer Luftverteidigung 226 Flugzeuge ein. Der Nachtjäger Commodore Oberstleutnant Lent nach seinem 100. Abschuss über der Invasionsfront. Immer wieder kommt es zu schweren Luftkämpfen, die den Feind starke Verluste kosten. Leichte und schwere Flak bei der Bekämpfung von feindlichen Jagdbombern und Viermotorigen. Wie eine brennende Fackel geht die getroffene Maschine nach unten. Eine notgelandete Boeing. Die Besatzung wird abgeführt. Im Frontgebiet der Kanalküste steigert sich zum Erstaunen unserer Gegner der Hass der französischen Bevölkerung gegen die Alliierten von Tag zu Tag. Das ist die Quittung dafür, dass sie rücksichtslos alles in Schutt und Asche legen. Die Bevölkerung hatte innerhalb weniger Wochen Zehntausende von Toten. Bilddokumente aus Le Havre. So hausen in Frankreich die Befreier. Verwundete Flüchtlinge verlassen nach einem schweren Bombenangriff die Stadt. Die Stunde der neuen Waffe. Ein Meldegänger überbringt einem vorgeschobenen Gefechtsstand den Wehrmachtsbericht. Südengland und das Stadtgebiet von London wurden in der vergangenen Nacht und heute Vormittag mit neuartigen Sprengkörpern schwersten Kalibers belegt. Diese Mitteilung erfüllt die deutschen Kämpfer mit einer freudigen Genugtuung. Im Raum von Saint-Lô, abgeschossene und brennende Sherman-Panzer. Dicht geballt wurden hier die Feindpanzer gestellt und zusammengeschossen. Vernichtete Feindpack. An der Hauptstraße nach Saint-Lô. Beute und Trümmer in wildem Durcheinander. Der Feind wich unter dem Druck der angreifenden deutschen Verbände so schnell auf seine Ausgangsstellung zurück, dass er viel unbeschädigtes Material stehen lassen musste. Eine Auslese von Gefangenen der Invasionsfront. Im Südwesten dringen französische Truppen mit Panzern gegen Straßburg vor. Mit der Einnahme der Stadt sind praktisch die deutschen Truppen aus dem Elsass auf die alten Reichsgrenzen zurückgetrieben.
Auch der Westwall ist keine Widerstandslinie mehr für die ins Reich zurückgehenden deutschen Truppen. Hartnäckiger Widerstand erwartet die Alliierten allerdings im Raum Aachen. Als hier die Amerikaner im Herbst die Reichsgrenze erreichen, beginnt ein zäher Kampf um die alte deutsche Kaiserstadt. Über den Fall der Stadt schweigt sich der Wehrmachtbericht aus. Der Ring um Deutschland schließt sich immer enger. Von Foggia in Italien aus starten amerikanische Geschwader zur Bombardierung der rumänischen Ölfelder bei Ploiești. Sie landen auf Flugplätzen der Sowjetunion, werden schnell wieder beladen und getankt und fliegen sofort mit neuem Kampfauftrag an ihre Ausgangsplätze zurück. Die Sowjets lassen sich nur ungern in ihre Karten blicken und es hatte langer Verhandlungen für eine begrenzte Landeerlaubnis bedurft. Zum letzten Mal kommen die großen drei in Jalta an der Südküste der Krim zusammen. Es ist der 4. Februar 1945. Roosevelt ist schon vom Tode gezeichnet. Deutschlands Fall ist nur noch die Frage weniger Wochen. Stalin, Churchill und Roosevelt entscheiden über Europa. Deutschland soll bei Beseitigung seiner Eigenstaatlichkeit in 3 Besatzungszonen verwaltet werden. Roosevelt meint, gäbe man Stalin, was er wünsche, werde Old Joe vernünftig sein. Die Widerstandskraft der deutschen Armeen und der Luftwaffe ist gebrochen. Am 13. Februar 1945 greifen britische Bomber in der Nacht und amerikanische bei Tage ungehindert Dresden an. Beide Seiten haben den Luftkrieg gegen die Zivilbevölkerung geführt. Das militärisch bedeutungslose Elbflorenz ist mit Menschen, Flüchtlingen aus Schlesien, überfüllt. Niemand weiß, ob hier 60.000 oder eine Viertelmillion Menschen einen grausigen Tod gefunden haben. Ein Jahr lang ist die Reichshauptstadt Berlin Tag und Nacht das Ziel der alliierten Luftwaffe. Zum Hohn wird die deutsche Propagandastimme. Wenn die Engländer bei Beginn der Ostoffensive erklärten, wir werden jetzt in einer Non-Stop-Offensive die deutschen Städte in Schutt und Asche legen, so können wir darauf nur antworten, bitte sehr, wir warten.
Im August 1944 traten die alliierten Armeen auf breiter Front zum Angriff an und zerschlugen die deutschen Stellungen. Am 25. August erreichten sie Paris. Die Reste der deutschen Truppen befanden sich in vollem Rückzug und versuchten, die rettenden Seineübergänge zu erreichen. Das nächste Ziel der alliierten Armeen war jetzt die deutsche Reichsgrenze im Westen. Am 17. September 1944 begann im Raum Arnheim-Nimwegen in den Niederlanden das größte Luftlandeunternehmen des Zweiten Weltkrieges. 35.000 Fallschirmjäger sollten am Wilhelmina-Kanal und an Maas, Waal und Rhein Brückenköpfe errichten, um dann den Rhein bei Arnheim zu überqueren und von Norden gegen das Ruhrgebiet vorzustoßen. Die alliierte Landeoperation scheiterte am entschlossenen Widerstand des 2. SS-Panzerkorps. Den Briten gelang es nur für einen Tag, eine Brücke bei Arnheim zu besetzen. Dann mussten die eingeschlossenen Truppen kapitulieren. Für die Kampfverbände auf deutscher Seite bedeutete dies einen letzten großen Abwehrerfolg. Im Hintergrund ein starker englischer Stoßtrupp läuft in sein Verderben. Die Engländer sind von unseren Gefechtsvorposten rechtzeitig erkannt worden und werden jeden Augenblick vom zusammengefassten Abwehrfeuer überrascht werden. Von allen Waffen wird der Stoßtrupp plötzlich unter Beschuss genommen und restlos aufgerieben. Den Vormarsch der alliierten Verbände konnte aber auch das gescheiterte Landeunternehmen nicht aufhalten. Da sie sich entschlossen hatten, auf breiter Front vorzugehen, wurden ihre Bewegungen jedoch verlangsamt. Nachdem die deutschen Armeen auch in Holland und Belgien weiter zurückgedrängt werden konnten, standen die Alliierten schließlich am 15. September 1944 an der deutschen Reichsgrenze. Die deutsche Verteidigung war jenseits des Rheins neu organisiert und aufgefrischt worden. Kampferprobte Verbände waren aus der Ostfront herausgelöst und standen nun an der Westgrenze des Reiches zur Verfügung. Die Alliierten waren so sehr mit sich selbst und den Vorbereitungen zu ihrer am 15. Dezember 1944 geplanten Rheinüberquerung beschäftigt, dass es ihnen nicht in den Sinn kam, dass die Deutschen ihrerseits angreifen könnten. Am 16. Dezember 1944 traten 250.000 Mann in 24 Divisionen gegliedert, darunter 10 Panzerdivisionen, zum Angriff aus dem Westwall heraus durch die Ardennen an. 1800 Flugzeuge unterstützten diesen Großangriff. Den Deutschen gelang es, die Amerikaner völlig zu überraschen. Das Unternehmen Wacht am Rhein war eine taktische Meisterleistung des Generalfeldmarschalls von Rundstedt. Sein Plan war, die alliierte Front zu durchbrechen und auf Antwerpen vorzustoßen. Briten und Amerikaner wären dann voneinander getrennt gewesen. V1 und die Feuergeschosse der Nebelwerfer bringen plötzlich Vernichtung in und hinter die feindlichen Linien. Hunderte von Batterien aller Kaliber tragen den Tod in den Feind. Im Trichtergelände warten die deutschen Soldaten auf das Zeichen zum Angriff. Eine halbe Stunde nach Angriffsbeginn. Die ersten Gefangenen passieren die deutschen Linien.
Geschütze und Panzer sind in kraftvollem Vorstoß in die vom Feinde besetzten Dörfer eingedrungen. Auf allen Wegen, Pfaden und Straßen, die nach Westen führen, marschieren die deutschen Kolonnen. Deutsche Panzer durchbrechen Drahtsperren und dringen in ein Dorf ein. Fallschirmjäger haben sich an eine von Amerikanern besetzte Ortschaft herangearbeitet. Mit Unterstützung von Panzern wird im Nahkampf Haus um Haus genommen. Grenadiere und Fallschirmjäger im Straßenkampf. Über den Köpfen der Truppe orgelt V1. Hier gingen Tod und Vernichtung über die Felder. Die Materialreste einer zerschlagenen feindlichen Infanteriebrigade. Schirmenpanzer, die ein deutscher Feuerschlag schon in der Bereitstellung vernichtete. Die entscheidenden Schwachstellen auf deutscher Seite, die Luftüberlegenheiten der Alliierten und der Mangel an Treibstoff für die Panzerfahrzeuge ließen die letzte Großoffensive des Dritten Reiches schließlich bei Wetterbesserung scheitern. Am 20. Dezember hatten sich die Alliierten von ihrem Schrecken erholt. Bis zum 7. Februar 1945 waren die Reste der deutschen Truppen wieder in ihre Ausgangsstellung zurückgedrängt. In den ersten Märztagen treten die alliierten Armeen im Westen zum Todesstoß gegen das Reich an. Sie erreichen den Rhein. Die alte Domstadt Köln wird von den Amerikanern genommen. Die zurückgegangenen deutschen Truppen haben die Brücken über den Rhein hinter sich abgebrochen. Der breite Strom ist die letzte Hoffnung auf eine natürliche Widerstandslinie. Hier hatte im Jahre 1938 Chamberlain zum ersten Mal durch einen Kompromiss in der tschechoslowakischen Frage den Krieg verhindern können. In Remagen endlich fällt den Amerikanern die erste unversehrte Brücke in die Hand. Die andere Seite des Rheins wird erreicht, der Marsch ins Herz Deutschlands beginnt.
Das deutsche Industriezentrum an der Ruhr, die größte Waffenschmiede Europas, ist von der alliierten Luftwaffe zerhämmert worden. Im Oktober 1944 hatten die Krupp-Werke nach 55 Luftangriffen auf ihre Anlagen die Arbeit eingestellt. Mit 85 Divisionen stoßen die Alliierten nach Deutschland hinein. Am 25. März fällt Darmstadt. Am 29. fallen Mannheim, Wiesbaden, Frankfurt. Am 20. April, dem letzten Geburtstag, den Hitler lebend verbringt, stehen die Amerikaner in Nürnberg, der Stadt der Reichsparteitage. Auch das letzte Aufgebot an Kindern und Greisen vermag den Untergang nicht mehr aufzuhalten. Zu dieser Zeit irren in Deutschland Millionen Zivilisten, Frauen und Kinder umher, Millionen ohne Heimat. Der Krieg ist als tödlicher Bumerang auf Deutschland zurückgefallen. Italien ist längst auf Seiten der Alliierten. Mussolini, der gehetzte Diktator, wird das Opfer kommunistischer Partisanen. Churchill steht nun selbst am Westwall, jener Siegfried-Linie, an der die Engländer schon 1939 ihre Wäsche aufhängen wollten. Es war ein weiter Weg, ein Weg voll Blut, Schweiß und Tränen. Von Dünkirchen bis ins Deutsche Reich. Bei Torgau treffen Russen und Amerikaner zum ersten Mal zusammen. Die kämpfenden Soldaten sehen in dieser Begegnung eine historische Stunde für eine neue Zukunft. Die Amerikaner wissen nicht, dass die sowjetischen Kommandeure noch wenige Stunden vorher befohlen hatten, sich vor den amerikanischen Linien einzugraben. Generalfeldmarschall Keitel, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, des militärischen Büros Hitlers, vollzieht in Karlshorst auf sowjetische Forderung zum zweiten Mal die Gesamtkapitulation der deutschen Wehrmacht. Einen Tag zuvor war sie schon in Reims durch General Jodl besiegelt worden. Vor Montgomery kapitulieren die deutschen Armeen im nordeuropäischen Raum. This paper, and they will sign in order of seniority, and General Admiral von Friedeberg will sign first. Hitler hat sich umgebracht. Nachfolger wird Großadmiral Dönitz. Sein letzter Wehrmachtbericht lautet: Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Damit ist das fast 6-jährige heldenhafte Ringen zu Ende. Auf dem weithin verwüsteten Territorium des alten Europa schweigen die Waffen.
Der Krieg ist aus. Die gequälten Menschen geraten in einen Freudentaumel. In diesem Augenblick glauben sie alle wirklich an den Beginn einer neuen Ära, an die kommende Zeit eines ewigen Friedens. Noch ist ihnen nicht bewusst, welche einschneidenden Veränderungen dieser größte Vernichtungskrieg den alten Nationen gebracht hat. Wie weit sie sich gegenseitig machtpolitisch erschöpft haben und dass sie bald enger denn je zusammenfinden müssen, wenn sie in einer neuen Zeit bestehen wollen. Die Millionen Opfer, der seelische und physische Druck 6 langer Kriegsjahre machen sich Luft in spontaner Freude und lauter Dankbarkeit. Werden aber die Hoffnungen dieser historischen Stunde in der Zukunft Erfüllung finden?